Hat dich eigentlich irgendjemand gebeten, Lars zu fragen? Nein, aber er hatte einen guten Draht zu Paul. Ja. Und jetzt denkt er, dass ich dich geschickt habe, weil ich mit Paul nicht klarkomme. Bravo. Sag mal, hast du dich mit Lars abgesprochen? Nein. Langsam habe ich wirklich das Gefühl. Erst schläft Lars bei uns nächtelang auf dem Sofa, ist dein großer Beistand, mein Retter, und plötzlich... Sag doch auch mal was. Wenn deine Mutter ihre Gründe hat, weshalb sie nicht möchte, dass Herr Schneider... Es gibt einfach gewisse Sachen, die kann ich alleine regeln. Zum Beispiel mein Streit mit Paul. Hoffnungslos. So ganz Unrecht hat Lisa nicht. Was ist denn nun eigentlich das Problem in diesem Fall? Ich möchte nicht, dass Lars sich ausgenutzt fühlt. Carla? Ich bin wieder da. Du bist schon zurück? Pünktlich zur Hochzeit. Wie bitte? Lars Schneider ist der Vater? Dann bin ich wahrscheinlich der Letzte, der das erfährt. Ja? Keine Sorge, bis jetzt weiß es noch fast keiner und das soll vorläufig auch so bleiben. Zeit für das Familienfoto. Elisabeth, kommst du? Ich glaube, das lassen wir lieber. Unsinn, du kommst natürlich mit auf das Foto. Ja, cool. Und danach spielen wir Wer gehört nicht aufs Bild? Konstantin, bitte. Wo er recht hat? Also ich würde vorschlagen, in dem Fall lassen wir das Brautpaar entscheiden. Ich möchte nicht, danke. Elisabeth, Lass mal das. bitte. So, wenn ihr euch dann bitte alle aufstellt. Bisschen näher zusammen. Ich habe alles eingestellt, wenn Sie dann nur hier auf den Knopf drücken. Lächeln. Ja, Herr Walz hat die Frisur wirklich toll hinbekommen. Es hat wirklich einen großen Spaß gemacht. So eine attraktive Braut frisiert man ja nicht jeden Tag. Und Sie sind für das wundervolle Make-up von Gräfin Lahnstein verantwortlich? Ist wirklich wundervoll, muss ich sagen. Ich habe mich einfach von dem zauberhaften Kleid inspirieren lassen. Ihr habt mich vermisst? Ja, Frau Gülsdorf wollte dir noch ein paar Fragen stellen. Wir können ja dann vielleicht mal... Das ist echt wie ein Märchen. Ja, da steht die böse Stiefmutter. Meine Tante ist das Rumpelstilzchen, die sich vorhin wieder aufgeplustert hat. Komm, Konstantin, ein bisschen freundlich, okay? Ist sie durchs Bild gelatscht? Nein, darauf habe ich schon geachtet. Keine Sorge. Ich hoffe, diese unselige Diskussion über das Familienfoto hat dir nicht die Laune verdorben. Nein, 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 mach dir mal keine Sorgen. Oh, deine Tochter. Sie sieht verändert aus, sie strahlt so. Ja, New York hat dir gut getan. Hallo, Lars. Ach, Carla, du bist wieder aus New York zurück? Vor 3 Stunden gelandet. Hallo. Carla, hey. Hey. Was macht der Nachwuchs? Ist jetzt schon verdammt wählerisch. Nicht mal das Essen in der First Class ist ihm genehm. Mir ist so schlecht geworden, ich habe keinen Bissen runtergekriegt. Aber wahrscheinlich lag es wohl eher daran, dass ich so aufgeregt war, Susanne wiederzusehen. Ja. Warst du denn schon bei ihr? Nein, aber sie kommt gleich her. Wie waren denn eure letzten Wochen? Hast du dein Versprechen gehalten? Welches Versprechen? Dich um sie zu kümmern? Ach so, ja. Zumindest habe ich mir Mühe gegeben. Sag mal, hat sie dich eigentlich auch interviewt? Ja, kurz. Vielleicht warst du ja nicht prominent genug. Also für mich hat sie sich viel Zeit genommen. Was denkst du wohl, woran das lag? Weil du an der Seite von Konstantin von Lahnstein aufgekreuzt bist. Hör ich da sowas wie Neid, Tantchen? Du überschätzt dich, Schätzchen. Wenn ich mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Also zunächst einmal möchten wir beide uns bedanken, dass ihr alle zu unserem Fest gekommen seid. Es war uns ein Anliegen, im Kreise unserer Familien zu feiern. Und dass es Carla sogar extra aus New York geschafft hat, das freut uns ganz besonders. Ja, und natürlich wollen wir an den Traditionen festhalten und bitten deshalb alle unvermählten Damen nach vorn zu treten. Das schenke ich mir diesmal. Findest doch sowieso kein...
Also dann nochmal vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich habe zu danken. Ich habe wunderbares Material für die Home Story bekommen. Wir sind gespannt, was Sie daraus machen. Wiedersehen. Wiedersehen. Die hat doch nur auf einen Skandal gewartet. Ja, zu dumm, dass wir ihr den nicht bieten konnten. Natürlich, ich kann es kaum erwarten, dass Susanne herkommt. Wie lange waren Sie jetzt weg? Du freust dich doch auch für die beiden, oder? Ja, und wie? Susanne. Karle. Oh, pass auf. Lächeln. Und kommen Sie gut nach Hause, Baronin. Werdet glücklich, ihr Lieben. Und jetzt singst du weiter für mich? Ich hatte eigentlich gehofft, du hättest genug von meinem dilettantischen Gestammel. Dilettantisch? Das war die schönste Liebeserklärung, die ich je bekommen habe. Wir haben noch Gäste. Na und? Die amüsieren sich auch ohne uns. Stimmt. Eigentlich gehört die Hochzeitsnacht auch nur uns beiden. Gib mir noch eine Minute. Ich will mich noch von Carla verabschieden. Na gut. Na, was sagst du? Unser Baby wächst und wächst. Hallo Susanne. Wie geht es Lisa? Hat sie sich schon etwas erholt? War sie krank? Nichts Ernstes. Carla, das war das tollste Hochzeitsgeschenk, dass du extra aus New York zurückgekommen bist. Ich kann doch meine beste Freundin bei ihrer Hochzeit nicht alleine lassen. Schon gar nicht mit so einem Mann. Lisa hat sich schon wieder ganz gut erholt. Aber bis sie den Schock endgültig verdaut hat, das dauert bestimmt noch eine Weile. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir sollten ihr alle dabei helfen. Familie, Freunde. Mhm. Gut. Ich schau mal, wo Olivia steckt. Du hast Carla nichts von Lisas Entführung erzählt? Ich wollte sie in New York nicht beunruhigen. Sie hätte sowieso nichts tun können. Und die Feier heute wollte ich ja auch nicht verderben. Sag mal, fandest du Lars heute Abend nicht auch irgendwie seltsam? So zurückhaltend. Nein. Und er ist auch so früh gegangen. Immerhin erst nach dem Brautpaar. Stimmt auch wieder. Und um ehrlich zu sein, bin ich ihm dafür auch gar nicht böse. Denn hiernach habe ich mich schon den ganzen Abend gesehnt. Mit mir anzustoßen? Mit dir allein zu sein. Ich sehne mich seit Monaten nach nichts anderem. Ja, wir haben viel nachzuholen. Es ist eine Menge passiert. In New York auch. Aber das hat alles Zeit bis morgen früh. Eins muss... Nein, nicht jetzt. Sonst glaube ich noch, du hast mich gar nicht vermisst. Wie sehr ich dich liebe, möchtest du nicht hören? Doch, gar nicht oft genug. Du willst schon gehen so früh? Früh? In New York vielleicht. Ich dachte, wir frühstücken noch miteinander. Meine Taxischicht, ich konnte sie gestern nicht mehr absagen. Dabei gibt es so viel zu erzählen. Das stimmt. Carla? Komm ruhig rein, Nathalie. Wir sehen uns später. Morgen. Morgen. Schönen Tag euch beiden. Tschüss. Du bist ja noch gar nicht in den Flitterwochen. Erst übermorgen nach der Taufe. Bis dahin braucht Johannes Ansgar sowieso noch in der Holding. In der Holding? Ja, die beiden arbeiten wieder zusammen. Es hat sich einiges getan, während du weg warst. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Jedenfalls vielen Dank für die Nachricht. Der Kauf der Textilfirma ist geplatzt. Ich dachte, das sei alles schon in trockenen Tüchern. Ich habe auch keine Erklärung. Es sei denn... Adrian Degenhardt?
Wenn er wirklich so gute Kontakte nach Ostasien hatte. Ja, bitte. Hallo. Guten Tag, Carla. Schön, dich zu sehen. Ich muss mit dir reden. Gern? Unter 4 Augen. Carla, bitte. Lass nur. Ich habe sowieso noch allerhand zu erledigen. Setz dich. Ich habe gehört, du hast in deiner Suite übernachtet. Heißt das, du wohnst ab jetzt wieder zu Hause? Das war nur eine Ausnahme. Glaubst du tatsächlich, ich habe vergessen, wie rücksichtslos ihr gegenüber Susannes Familie wart? Mit Frau Elisabeth Brandner werde ich auf keinen Fall unter einem Dach wohnen. Und mit Ansgar erst recht nicht. Du wohnst also ab jetzt wieder im Hotel. Bis Susanne und ich was Passendes gefunden haben. Du weißt, Carla, deine Familie auf Königsbrunn ist jederzeit für dich da. Meine Familie ist jetzt Susanne. Verflucht, wo hab ich sie denn? Herr Schneider. Hallo, Brandner. Nett, dass Sie extra vorbeikommen. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Danke, ich muss sofort wieder in die Kanzlei zurück. Ja, die Scheidungsunterlagen, ich habe sie irgendwo verlegt, aber ich finde sie sofort. Was machst du denn hier? Die anwaltlichen Pflichten. Und? Wie hat Carla die Neuigkeit von Lisas Entführung aufgenommen? Das habe ich befürchtet. Sie war sauer, weil du es ihr verschwiegen hast. Mal den Teufel nicht an die Wand. Ah, Versagtste. Hier sind Sie. Du hast es ihr immer noch nicht gesagt? Du hast dich mit Ansgar versöhnt. Nach all den Enttäuschungen? Nennst du denn überhaupt nichts dazu? Doch, Carla, jeden Tag. Es ist viel passiert, seit du weg warst. Ach, und deshalb soll ich Ansgar jetzt plötzlich wieder vertrauen? Deine Freundin Nathalie tut es. Beim Thema Ansgar war sie leider schon immer beratungsresistent. Es ist doch nicht so, dass ich dich nicht verstehen kann, Carla. Ich kann dich nicht verstehen. Aber ich wünsche dir trotzdem, dass du dich nicht wieder an Ansgar täuscht. Danke, Carla. Ich bin zum Glück in einer angenehmeren Situation. Denn ich kann mich auf die wichtigsten Menschen in meinem Leben 100%ig verlassen. Lassen wir das Thema. Du willst sicher endlich zu deiner Susanne. Sie hat dich bestimmt schmerzlich vermisst, gerade in den letzten Wochen. Ja, das hat sie. Schade, dass ich gestern nicht mehr mit dir sprechen konnte. Ja? Ja, ich hätte ihr so gern gesagt, wie froh ich bin, dass Lisa alles heil überstanden hat. Was überstanden? Na, die Entführung durch ihren Vater. Danke. Entschuldige bitte, Carla, ich wollte Susanne nichts vorwegnehmen. Aber ich bin natürlich davon ausgegangen, Das hast dass... du nicht. Sie hat mich natürlich sofort informiert, als Lisa entführt worden ist. Was glaubst du, warum ich so früh aus New York zurückgekommen bin? Ja, natürlich. Nur für mich klang das eben so, Vater, als ob... Ich bin mit Susanne verheiratet. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. So eine Sache hätte sie mir nie verheimlicht. Carla? Susanne hatte bestimmt ihre Gründe, warum sie dir nichts erzählt hat. Wo bleibt denn Lisa? Ich denke, sie hat nach der 6. Stunde Schluss. Oh, entschuldige, sie hat angerufen. Ja, und? Sie wollte mit Andi ins No Limits was trinken. Nur kurz. Ich dachte, es ist für dich in Ordnung. Lass nur, ich muss sowieso weg. Oh, hallo. Hallo. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Danke, ja. Ich bin auf der Baustelle. Nimm dir Arnos Verhalten nicht so zu Herzen. Du weißt doch, wie er ist. Dein Vater ist gerade mein geringstes Problem. Möchtest du was trinken? Sollte ich dir was zu essen? Susanne, warum hast du mir nicht erzählt, dass Lisa entführt worden ist? Du hast es mit keiner Silbe erwähnt. Jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, habe ich überlegt, ob ich es dir sagen soll. Ach, und warum hast du es nicht getan? Was hätte es gebracht? Vielleicht, dass ich ein bisschen mehr über das Leben meiner Ehefrau informiert bin? Du hattest schon genug Stress im Job. Ich wollte dich nicht damit belasten. Ich bin noch nicht aus Zucker. Aber schwanger. Und jede Aufregung... Das hier regt mich jetzt auf. Ist dir eigentlich klar, dass Lisa einiges hätte erspart bleiben können, wenn ich Bescheid gewusst hätte?
Wir haben Beziehung zum BKA. Ein Anruf hätte genügt. Lars war da. Ja, bist du mit Lars verheiratet oder mit mir? Was soll das denn jetzt? Falls du dich daran erinnerst, haben wir uns vor nicht allzu langer Zeit geschworen, dass wir zusammenhalten. In guten wie in schlechten Zeiten. Das tun wir doch. Ja, davon merke ich nicht besonders viel. Auf Lars. Auf Lars. Was Sie für unsere Familie getan haben, ist etwas ganz Besonderes. Dazu gehören Mut und Charakter. Und ich glaube, ich kann hier für alle sprechen, wenn ich sage, wir schätzen uns glücklich, Sie zu unseren Freunden zählen zu dürfen. Zu unseren Freunden zählen zu dürfen. Unser Anwalt ist verliebt? Das ist ja total goldig. Ich kenne sie, oder? Wen? Na, die Frau, an die du gerade gedacht hast. An Männer. Alles Manager, die ihre Aktionäre verklagen. Mein jüngster Fall. Ich dachte schon. Ich gehe schon. Carla. Hallo, Lars. Darf ich? Ja, klar. Gespräch zwischen Mutter und Vater. Da will ich mal nicht länger stören. Was gibt's denn? Ich wollte mich bei dir bedanken. Wofür? Dafür, dass du Susanne unterstützt hast, während ich nicht da war. Das war doch selbstverständlich. Wäre es für mich auch gewesen. Aber Susanne hat es ja leider vorgezogen, mir nichts zu erzählen. Carla, sie wollte dich mit der Sache einfach nicht belasten. Belasten. Das ist das Wort des Tages. Ich habe sie ja selbst gebeten, dich anzurufen und dich zu bitten, zurückzukommen. Aber sie wollte es nicht. Doch schon. Aber sie hat es einfach nicht übers Herz gebracht. Möchtet ihr schon bestellen? Nein, wir warten auf Carla. Ich bin ja schon so gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Charlie, bringst du uns doch schon mal 2 Kaffee? Ja, was ist denn? Du solltest es Carla und Susanne überlassen, wann und wo die Öffentlichkeit davon erfährt. Ja, ja. Ich bringe euch den Kaffee. Sei nicht so streng mit deiner Schwester. Manchmal braucht sie es. Du wirkst so angespannt. Hast du doch keine Lust, mit uns zu frühstücken? Doch, doch. Es ist nur so, dass... Schwestern nerven einfach. Ab und zu. Sie freut sich für uns. Und ich freue mich auch, dass wir so einen tollen Vater gefunden haben. Der nebenbei auch noch in Eheproblemen vermittelt. Ja, das ist doch selbstverständlich. Carla versteht jetzt, warum ich ihr nicht von der Entführung erzählt habe. Wir haben uns wieder versöhnt. Ah, da kommt sie. Hallo. Oh, danke schön. Bitte sehr. Entschuldigt bitte die Verspätung, aber ich hatte gerade noch ein längeres Gespräch mit einem Architekten. Architekten? Gleich. Erstmal bestellen wir 2 Sekt und einen Orangensaft und stoßen auf unseren Helden an.